Hallo alle zusammen. Ich heiße Katharina und ihr seid auf meinem Strickpodcast am Schwilosee. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch und ich habe gesehen, dass es schon 45 Leute meinen Kanal abonniert. Und wenn ich denke, dass ich 45 Leute von mir habe, das ist eine große Menge an Leuten und berichte oder erzähle, was ich gestrickt habe, das ist schon Wahnsinn. Okay, das ist da am Rande. Was wollte ich euch heute zeigen? Mit dem Top ist leider wird nichts und jetzt könnt ihr sehen, warum. Leider muss ich alles riebeln, weil hier ist eine Fehler nach dem anderen. Habe ich 2 Teilen gebadet und jetzt trocknen die. Und jetzt sieht man hier, dass hier ist eine kleine Katastrophe, die muss ausgelöst werden. Weil hier zum Beispiel ist die einzige, was ist perfekt hier bei mir gelungen. Hier habe ich schon wieder vergessen, diese Zunahme machen. Okay, hinteren Teil ist noch geht, aber oben hin, hinteren Teil, ich habe dieser Teil zum Beispiel mehrmals geriebelt und habe ich versucht, diese beiden Bretellen gleich machen, aber wie ihr seht, ist hier bei mir keine Ahnung. Ja, hier sieht man auch, dass es da, hier ist eine Fehler, dass habe ich vergessen, die Zunahme zu machen, weiß ich nicht. Und die ganze Vorderteil gefällt mir gar nichts, weil hier sieht man, dass es hier eine Linie ist, hier eine Linie, hier ist irgendwas, keine Ahnung. Diese Bretellen ist auch nicht die gleiche. Gefällt mir gar nichts, deswegen ribbele ich ganze Projekt und gehe ich zu anderen Projekt zu beruhigen, zum erst wahrscheinlich einfach Decke, einfach glatt rechts, dass ich welche Muster tanken und im Sinne habe ich einfach von oben stricken. Vielleicht werde ich in diesem Sommersaison nochmal versuchen, die 2 Teilen wieder zu stricken oder zur nächsten Saison. Aber sowas, das ist, nee, das ziehe ich nicht an. Das gefällt mir gar nichts. So, ich bin wieder zurück. Sie haben ein kleines Videos von den Top schon geguckt und wie gesagt, ja, das kann sein. Ja, da muss ich einfach nicht am Abend stricken vor den Serie von TV, sondern einfach ganz konzentriert in Tageslicht wie jetzt. Und den Top werde ich jetzt nicht wiederholen. Vielleicht in dieser Saison später. Der Sommer ist noch nicht vorbei. Oder wieder nächstes Jahr. Das ist ein Jahrprojekt. Ja? Wenn es dieses Jahr wird nichts, dann für nächstes Jahr dann. Was habe ich da entdeckt? Da am Rande.
Jetzt heutzutage fast alle haben diese Trekking-Uhr. Ich habe von Samsung. Und da gibt es ein Programm, Samsung Health, wo die Schritte jeden Tag zählt und danach im Monat kommst du zu allgemeiner Schrittzahl. Und als ich diese Top geribbelt habe, ich hatte in linken Hand eine Knolle und die Uhr waren bei mir in rechten Hand. Und ich wickle und mache solche Bewegungen mit dem Hand. Okay, und dann schaue ich mal auf dem Uhr, die Uhr melden, dass ich gehe und schon 10 Minuten. Und das war für mich lustig, weil ich sehe in dieser App Health City, dass da gibt es die Leute, die Wahnsinn viele Schritte pro Monat gemacht. Und in diesem Moment, als die Uhr hat mir gemeldet, dass ich schon 10 Minuten gehe, obwohl habe ich einfach geribbelt und gewickelt den Faden an den Knoll, habe ich gedacht, ja, okay, alle Leute, die sind da so viele Schritte gemacht haben pro Tag, ja, so Wahnsinn, die arbeiten alle an der Wollfabrik, an der Wickel und die wickeln da. Deswegen habe ich sowas am Rande gedacht, das ist da ganz lustig für mich gewesen. Der nächste, was habe ich an der Nadel? An der Nadel habe ich ein neues Projekt. Das ist, habe ich dieses Mal den Top von den Drops Design gewählt. Und den Top heißt, eine Sekunde, wo ist der Name? So, Lunatides. Ich habe nicht die klassische Wolle für Drops gewählt, sondern ich habe meine Wolle gewählt und das heißt Slim Cotton. Genau. Und das ist eine Recyclingwolle. Retwist heißt die Firma und in 100 Gramm 170 Marschen. Und was habe ich als erstes Mal gesehen? Das ist da mit der Empfehlung, wie klassisches 40. Die will gar nichts. So, das habe ich gesehen, dass es hier Buchstabe A ist. Ja. Das ist allererstes Mal, dass ich an der Knollen von Wollen gesehen habe. Normalerweise da steht P. Das ist da hier 85% Baumwolle und 15% Polyacryl. In so schöne Farbe, knalliges Lila. Und ich wollte den Top nicht nur in den Farbe stricken, sondern ich wollte mischen mit alten Garn in solche Roséfarbe und hier ist der Faden
nicht einheitlich, sondern hier geht einmal die dünnere Faden und danach kommt den dickeren Faden und dann wieder einen dünneren. Und dieser Faden ist von Vergangenheit, die mir geblieben haben. Da gibt es nicht mehr diese Fabrik. So, die heißt Debüt von Leiner, werde ich sagen. Handarbeitsgarn. 25% Pan, Polyacryl, 25% PE, Polyethyl und 50% Baumwolle. Und das ist von Vereinigte Baumwollspinnerei und Zwinnerei. Betrieb im Kombinat Baumwolle Leipziger Baumwollspinnerei. So, die leider gibt es nichts mehr, habe ich gegoogelt. Da ist jetzt ein Museum. In 50 Gramm 165 Meter und die empfiehlt man mit Handwasch mit 40 Gramm. Ich habe Maschenprobe gemacht, so eine wunderschöne Farbe geworden. So, das ist hier mit 3,5 Nadelstärke, da oben mit Nummer 4. Das ist glatt rechts und ein Krausmuster habe ich probiert. Und dann habe ich probiert in Rund stricken, ob das überhaupt passt, diese zwei Farben. Und ich finde, passt ganz gut. Habe ich schon probiert, wie in Einleitung steht. Das ist eine glatt rechts, danach Krausmuster oder Krausrippen, Lochmuster und danach wieder Krausrippen kommt. Ich finde, die beiden passen perfekt zusammen. So, den Top, die ich gewählt habe, die werden in Zacken hin und rück rein und rund rein gestrickt. Jetzt zeige ich euch was ist bei mir geworden. Das ist nur Anfang. So. Ich stricke auf Acrylnadel, habe ich einen ganzen Set. Und hier habe ich schon 1, 2, 3 Zacken gestrickt in Hin- und Rück rein und fange ich den 4. Ich denke, dass bei mir von dieser Wolle, ich habe nur ein Knäuel und das ist sowas bei mir geblieben ist, ob das reicht auf nächste Zacke, weil die Maschenzahl wird größer und ich denke, dass es so eine große wird nichts. Aber ich denke, ich werde das bis der letzte Zentimeter stricken und wenn er das nicht so groß wird, dann wird er ebenso klein, wie viel Wolle bei mir wird. Und dann das war's. Nicht, denn wird nicht wie bei Einleitung 6 Zacken,
sondern weniger Zacken. Mal sehen. So, ich werde wahrscheinlich auf andere Länge machen. Jetzt mit euch. Ich verlängere die Seile einfach. Das habe ich bei Wolli Rodel gekauft und die heißt Nadelseile verbinde. Die habe ich selbst gekauft, selbst erworben, und ich verlängere mit euch die Seillänge. Das finde ich ganz perfekt mit dem Z zu stricken, solche Sachen. Dann, wenn ich wollte den Passe probieren, dann kann ich einfach die Seile mit so wunderbare Nadelseilverlänger zusammenbinden und das ist schon zack, und die kann man perfekt anziehen. So, das mache ich. An den anderen Teil mache ich einfach Stopper. So, dann kann ich ganz normal hier ziehen und dann wird schon quasi, man sieht ganz gut, wie es das wird, und ohne Angst, dass die Maschen konnten irgendwohin wegrutschen von der Nadel, dann einfach größere Seile, ohne dass ich noch eine Rundstricknadel nehme und die Maschen auf andere Rundstricknadel quasi abhebe und danach wieder zurück. Das ist auch perfekt, finde ich, wenn ich zuerst die kürzere Seil für 60 genommen habe und danach Maschenzahl wird größer und die 60er passt nicht mehr, dann konnte ich ganz perfekt mit diese Verbinder die Nadel wechseln und die Seile in Meter wechseln. So, jetzt man sieht besser und ohne Problem kann ich das in Länge ziehen und sehen, was wird hier überhaupt. Und hier sieht man schon ganz perfekt, welche Zacken, ja, Zackenbild wird schon. Ich habe nur meine Gedanken wegen hier oben, ob das nicht zu groß wird. Aber ich dachte, wenn es wird zu groß, da kann ich nachher die Maschen nach oben heben und dann werde ich das kürzen. So, wie sieht man das? Eigentlich sieht ganz perfekt, oder? Das ist schön. Die Farbe schön, der Lochmuster passen, ich finde, zusammen. Den Top stricke ich ganz in Ruhe,
Ich gucke keine Podcast, ich gucke kein Fernseher, einfach an Tageslicht morgens und mit dem Bleistift habe ich jede Zeile, was ich gemacht habe, notiere. Ich will nicht, dass ich wieder Fehler mache und dann musste ich wieder riebeln. In Einleitung steht, dass es nach jeder Zacke werden Pfade abgeschnitten. Ich mache es nicht. Das mache ich am Ende, falls was schief läuft, wie bei meinem ersten Top. Hier ist ein bisschen, sieht man, dass es hier ein Loch ist, aber ich werde das zusammennähen. Das ist bei mir passiert, weil ich habe Reimzähler an dieser Stelle und er ist nicht so schwer, aber ich kann nicht den Faden dann ganz fest ziehen. Und das wird sowas bei mir, den Loch. Und deswegen habe ich das rausgenommen und einfach sowas mit dem Faden gemacht. Was kommt denn nächstes? Das nächstes kommt, was habe ich für mein Kind gemacht. Für mein Kind dieses Mal habe ich gestrickt. Und gestrickt habe ich sowas. So, da muss ich ein bisschen so mache ich. Ja, ganz perfekt. Die beiden. So. So eine Booties habe ich gestrickt. Das geht ganz schnell. Das ist 100% Baumwolle. Bei dem Busfahren habe ich eine Booties gemacht. Das können Sie ein bisschen sehen. Ich habe Fotos gemacht, wie das an der Füßen sieht. Wenn es nächstes Mal werde stricken, dann werde ich hier Doppelsäule machen. Und wir haben alle zum Beispiel alte Jeans, die wir nicht mehr tragen. Da wollte ich hier wahrscheinlich die Jeanssohle auch nähen. Das ist da in Zukunft, wann die Füßchen ein bisschen größer werden. Aber jetzt tragen wir die nicht, jetzt ist es zu warm. Aber wenn es ein bisschen kühler wird, da finde ich ganz schön und perfekt sieht man das aus. Da wollte ich mein Sommerprojekt vorstellen. Das ist, habe ich von letztes Jahr gestrickt. Das ist auch Baumwollgarn von früher. Das habe ich kombiniert, die zwei Farben, aber die werde ich wahrscheinlich auch ribbeln, weil hier habe ich wollte nicht den Faden
abschneiden, sondern wollte ich weiterziehen und hier ist bei mir irgendwie nicht schön. Okay, da konnte ich äh, was machen, weil das ist gerade Linie, aber hier zum Beispiel, das ist keine gerade Linie und die muss repariert werden. Und hier ist nicht ein klassisches Raglan, ich meine, das ist in klassisches Raglan macht man jeden zweite Reihe eine Masche plus von den Körper und von den Ärmel, aber hier ist ein Raglan für denen, die Mathe mögen und hier ist nicht den klassischen, sondern in einer Reihe machen die Zunahme für den Körper und in anderen Reihen machen die Zunahme für den Ärmel. Da sieht man sowas, eine Tabelle. Das habe ich zum Beispiel, dass es nur für die Körper wurde gemacht in zweiter Reihe und danach in dritter Reihe wurde nur für den Ärmel gemacht und danach zwei Reihen nicht und danach wieder für den Ärmel und genau so was zum Beispiel hier. Dann werden in jeder Reihe Zunahme für den Körper und nur jede zweite Reihe Zunahme für den Ärmel. Das ist nicht gleichmäßiges Zunahmen an den Körper und den Ärmel. Das war's, was ich wollte. Und jetzt zu den anderen Rubrik sozusagen, meine Einkäufe an den Wolle. Zu meinen Einkäufen. Ich wollte was Neues für mich probieren und ich habe bestellt Wolle auf Kronen. Das habe ich bei Wolle Halle bestellt, online. Und jetzt könnt ihr auch mit mir anschauen, was habe ich bestellt. Das ist so auch nicht gleichmäßige Faden. Hier ist quasi eine dickere und danach kommt eine dünnere Faden. Die kann man auf 2,5 Nadel stricken und diese Wolle, so dünne, habe ich für Häkeln bestellt. Und ich wollte probieren mit dem tunesischen Haken was machen. Das weiß ich schon und in diese Wolle, das ist Zusammensetzung 46% Kaschmir, 46% Schuhwolle, 8% Polyamid und in 50 Gramm, sehe ich nicht gleich, 255 Meter. Oh. Dann habe ich schon eine Maschenprobe gemacht, einfach glatt rechts auf 2,5 Nadel und wo das nicht gleichmäßig wird, kommt solche Muster. Ja, das ist einfach glatt rechts und danach also die Muster. Das weiß ich schon, was werde ich machen, aber das ist, wenn das ein bisschen kühler wird, sage ich sowas, zu Winter-Herbst-Saison.
Dann der nächste. Habe ich diese Farbe bestellt. Das ist auch nicht gleichmäßige. Das ist so wie eine Welle gemacht. Das ist Polyethyl und auf Polyethyl kommt diese wellmäßige Schuhwolle. Ich sage wie viel? 68% Schuhwolle Merino, 29% Polyamid und 3% Polyester. Und diese künstliche Faden sieht man hier, das ist da weiß, und diese Schuhwolle Merino in Brauntonne. Im Geschäft heißt das braunbeige. Vielleicht braunbeige. Ja, schon passt. Hier habe ich auch eine Maschenprobe gemacht. Auch einfach glatt rechts mit Nadelstärke Nummer 2,5. Und das ist auch nicht gleichmäßiger gemacht, wo es diese Wellen, das es sowieso kommt zur Geltung. Ich habe die gewaschen schon und von erstes Mal habe ich gedacht, oh mein Gott, die filzen schon oder Peeling kommt. Aber jetzt, nachdem das die trocken ist, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Habe ich auch schon ein Projekt im Kopf. Was werde ich machen? Das wird für mein Kind sein und vielleicht was für mich, aber zuerst, das ist für mein Kind. Dann habe ich ganz dünne Garn bestellt. Das ist wirklich ganz dünne Garn. Und diese, das ist 55% Polyacryl und 45% Schuhwolle Merino. Das habe ich schon auch probiert zu häkeln. Das wurde mit tunesischen Häkel Nummer 4 und die ganz normale klassisches, das ist Nummer 2 oder Nummer 3 war. Das ist gemacht dreifädig. Sie wissen, wie es da dreifädig gemacht wurde. Das nimmt man die zusammen und danach noch, da zieht man noch die dritte Faden und dann wird das quasi immer gestrickt, sowas, und das kommt das als dreifädig. Die geht schon, aber dreifädig, ich denke, das ist schon ein bisschen zu dünn. Und hier wird das, meine Augen tut weh, wenn ich so stricke dreifädig. Das ist nur morgens Garn sozusagen. Das ist einmal. Und noch eine habe ich gekauft. Das ist da 100% Schuhwolle Merino. Das ist auch ein ganz dünne Garn. Habe ich auch probiert, dreifädig zu stricken. Oh, die riecht noch
nach Schaf. Ganz perfekt. So. Und dann ist bei mir das Ganze, diese Faden zusammengeknollt. Die ist nicht so, dass ich dreifädig einfach ziehe. Und dann habe ich gedacht, dass diese Faden werde ich mit 100% Viskose mischen. Entweder den Garn oder in Rosé. Dann wird bei mir die Zusammenmischung, ja, Viskose plus Schuhwolle, Merino, das ist ganz edle Zusammensetzung wird. Mal sehen, vielleicht mache ich die zweifädig und hier ist auch zweifädig und dann wird dann perfekt. Dann wird dann einfach ein bisschen Melange, weiß mit blauer oder weiß mit rosa und wird dann Melange. Oder ich habe 100% Acryl. Meine Speicher war voll und deswegen musste ich was löschen. So, und jetzt zurück zu meiner Bestellung bei Wolle Halle. Ich habe erzählt, dass nicht auf alle Kronen die Zusammensetzung wurde geschrieben und habe ich gedacht, dass es wahrscheinlich in Rechnung oder in Lieferschein wird. Ist leider in Rechnung wurde nur geschrieben, zum Beispiel Kaschmir, Schuhwolle, Polyamid, aber in welche prozentuale Zusammensetzung leider nicht, habe ich gedacht. Ja, okay, wahrscheinlich, dass es da in Bestellung in der Mail. In der Mail steht leider auch so. Und von meiner Bestellung in der Mail kann ich nicht auf den Webseite gehen und danach schauen, welche Prozentualangabe an den Wollen sind. Und dann musste ich einfach manuell in den Online-Shop gehen, suchen, welche Artikel habe ich bestellt und dann abschreiben quasi und auf jede Krone kleben. Das hat mir ein bisschen so gestört, warum dann keine prozentuale Angaben mindestens im Lieferschein oder in der Rechnung nicht steht. Dann konnte ich dann schneiden und zu jeder Wolle ankleben. Sonst werde ich noch bestellen, aber nicht jetzt. Ich war in Berlin, nicht shoppen, aber bei Vorbeigehen bin ich rein in Ideen. Und da konnte ich nicht einfach ohne nichts rausgehen. Was habe ich gekauft? Ich habe gekauft den tunesischen Häkel Nummer 6 und Nummer 8. Genau, das ist da hier der Häkel 15 cm lang. Und ich denke langsam, ich brauche kein Set zu kaufen, weil ich habe den einzelnen fast jede große gekauft. Und dann habe ich solche Wolle gesehen in Sale
Das ist Fashion Linesville Aran. 50 Gramm, 110 Meter. Was empfiehlt man hier? Man empfiehlt Stricknadel und Häkel Nummer 4,5. Ich habe nur 5 Knollen genommen. Ich denke, in Lochmuster passt das für einen Top. Mal sehen. Das ist so interessanter Faden. Das ist ein Faden. Ist nicht einfach mehrere Faden miteinander verzwirnt. Hier sieht man so, dass es da wie eine Gitter, also dass es da ein Faden nach dem anderen wie ein Gitter verstrickt. Das ist aber interessant. So, das ist da alle meine Einkäufe, die ich gemacht habe. Und zum Letzt habe ich so süße ein Cardigan für die Aktion gestrickt, die ich schon in letzter Folge vorgestellt habe. Das ist 28 Luftmaschen und das ist Aktion, wir stricken für die Frühchen. Hoffentlich ich richtig spreche dieses Wort. Und zu den Decke kommt noch ein Cardigan. Das ist noch ein Teil für den Puzzle. Das ist ein 100% Wolle mit Nadel Nummer 3 gestrickt. Das ist mein Abendsprojekt sozusagen. So. Und jetzt habe ich bei Spaziergang wieder was gefilmt und wollte mich mit euch teilen. Und wünsche ich euch einen schönen Tag, dass ihr viel Zeit wie möglich bei ihren Hobby verbringen.